Guten Morgen aus dem sonnigen Albanien und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander. Ich befinde mich gerade in einem Badeort nördlich von Tirana, dessen Namen ich leider nicht aussprechen kann. Ich fahre heute weiter Richtung Tirana und wenn du wissen willst, wie weit ich heute komme, dann bleib dabei. Ich bin wieder auf der Straße und verlasse jetzt Shenzhen und fahre jetzt nach Lezhë, oder wie es ausgesprochen wird. Da komme ich dann zurück auf meinen Track. Ja, das sind jetzt leider noch mal wieder 12 Kilometer, aber die sind flach und deswegen ist es nicht so dramatisch. Ja, das war schon mal ein Abenteuer. Heute ist Samstag, alle wollten in die Stadt. Total verstopft, aber ich bin durchgekommen. Jetzt geht es auf kleinere Straßen. Ich hoffe, die gehen jetzt nicht sofort wieder in Schotterwege über. Schauen wir mal. Ich bin jetzt gerade auf so einer Nebenstraße, die lässt sich ganz gut fahren. Es geht eigentlich jetzt so Richtung Tirana, aber wo es jetzt heute genau hingeht, das weiß ich noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das antun soll, überhaupt in die Stadt zu fahren. Die Dame an der Rezeption, die kam aus Tirana und die sagte, sie wüsste nicht, wie man da Fahrrad fahren sollte. Ja, vielleicht übernachte ich auch kurz vorher und fahre dann mit dem Bus rein oder so. Aber hier fahren keine richtigen Busse, sondern nur so Minibusse und die Leute stehen irgendwo an der Straße. Ich weiß aber nicht wo. Also da sieht man nicht, dass man da stehen könnte, dass der Bus da hält. Und ich möchte jetzt auch nicht mit so vielen Menschen so eng auf einem Raum sitzen. Naja, wir werden sehen. Und da wird gerade mal die Kuh Gassi geführt. Ich glaube, das da vorne ist so ein Bus. Aber ich weiß nicht, wo die halten und wo die wieder halten, wenn man dann aussteigen will. Ich fahre hier jetzt so am Rand der Berge entlang und es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann die erste Steigung kommt. Ja, leider funktioniert mein Flaschenhalter hier in Albanien nicht. Die sind zu weich, die Flaschen. Das kann er nicht packen und dann beim kleinsten Hubbel fliegen die dann raus. Da muss ich die hinten drauf schnallen. Jetzt ist die zweite auch rausgeflogen, jetzt habe ich sie beide hinten drauf gemacht. In jedem Ort, durch den ich hier komme, gibt es 3 oder 4 Minimarkets. Die haben nicht viel Sachen, aber ich weiß nicht, wie die überleben. Also, wie machen die das? Heute gehe ich zu dem oder morgen gehe ich zu dem oder jeder hat so seinen Stammladen. Ich weiß es nicht. Also links von mir hier sind Berge, bewaldet, aber ich fahre hier gerade irgendwie durch so ein Tal und das ist irgendwie nicht ganz so reizvoll, finde ich. Es ist sehr zersiedelt, aber ja, ich denke mal hinter Tirana ändert sich das dann. Durch die Orte zu fahren ist immer ein kleines Abenteuer. Ich kann das leider nicht filmen, weil ich beide Hände am Lenker brauche und mich sehr auf den Verkehr konzentrieren muss. Aber hier war jetzt zum Beispiel die gesamte Durchgangsstraße aufgerissen. Baustelle, Baustellenfahrzeuge, Lastwagen, kreuz und quer. Jeder versuchte sich irgendwie durchzuwurschen. Ja, und ich dann mittendrin mit meinem Fahrrad. Ja, und die Vorfahrtsregeln habe ich zum Beispiel auch noch nicht verstanden. Man fährt, glaube ich, einfach so weit in die Kreuzung rein, bis es nicht mehr geht. Der Erste, der anhält, muss stehen bleiben und die anderen fahren dann drumherum. Ja, mit dem Film ist wirklich ein Problem hier im Moment, weil die Landschaft ist gerade nicht so reizvoll. Und es liegt alles im Dunst und ich fahre ja nach Süden, da liegt alles im Gegenlicht. Also es ist nicht so einfach, aber so ist es hier jetzt nun mal und damit müssen wir jetzt leben. Es ist inzwischen 11:30. Ich gondel noch weiter so vor mich hin. Schnell geht es nicht voran, weil ich die Schlaglöcher umfahren muss.
Ja, aber es ist wunderbares Wetter, blitzeblauer Himmel, nicht zu heiß, ganz toll. Was mich wundert, ist, dass eigentlich die ganze Ebene hier, wo man schön was anbauen könnte, brach liegt. Ich weiß nicht, ob die Erntezeit schon vorbei ist und es deswegen so ist, aber es ist wirklich sehr verwunderlich. Bei näherem Hinsehen kann man jetzt doch sehen, dass hier Mais angebaut wird und dass eben schon große Teile der Felder eben abgeerntet sind. Also das da vorne müsste der berühmte Weltraumbahnhof Tirana sein. Wenn ihr wisst, was das ist, dann schreibt es mir in die Kommentare. Ja, es geht jetzt hier leider wieder zurück auf die Hauptstraße. Die geht jetzt geradeaus durch bis Tirana. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Ich schätze mal so 30 Kilometer. Und dann muss ich mal sehen, was ich da mache. Ob ich da dran vorbeifahre, davor stoppe oder reinfahre und dann ein Quartier nehme. Also große Lust habe ich nicht, aber wenn man schon mal hier ist, warum dann nicht das sich auch mal anschauen? Das ist der absolute Horror. Aber es gibt leider keine andere Straße jetzt in diese Richtung. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich machen soll. War gar nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt habe. War viel schlimmer. Oh je. Ja, die sind ja jetzt im Stop-and-Go-Verkehr, fahren die jetzt bis Tirana rein. Ich bin jetzt hier mal abgefahren, einfach um mal meine Ruhe wieder zu haben. Ich weiß gar nicht, wo die Straße jetzt genau hinführt. Aber ich glaube, sie macht so einen kleinen Bogen gleich in den Ort rein. Und dann muss ich aber wieder zurück auf die Hauptstraße. Hier geht es jetzt zurück auf die Hauptstraße, aber der Verkehr hat ein bisschen abgenommen und es staut sich nicht mehr so, weil ich jetzt so eine Art Autobahnkreuz umfahren habe. Und die meisten sind jetzt hoffentlich abgebogen. Ja, schwuppdiwupp bin ich in Tirana. Es ist unglaublich. Und ich habe auch schon ein Gasthaus gefunden, wo ich hier untergekommen bin. Habe ein nettes kleines Zimmer für 18 € in der Hauptstadt Albaniens. Ja, und jetzt will ich mal sehen, ob ich mit dem Bus in die Stadt reinfahren kann, weil das mache ich jetzt nicht noch mit dem Fahrrad, das letzte Stück. Ich habe es jetzt tatsächlich nach Tirana reingeschafft. Ich bin mit dem Bus von meinem Gasthaus hier hingefahren. Das hat gar nicht lange gedauert, hat 40 Lek gekostet. Das kann man, glaube ich, gar nicht umrechnen, so wenig ist das. Ja, und ich stehe jetzt hier auf dem Skanderbeg-Platz. Das ist der zentrale Platz von Tirana. Der ist aber nicht sehr einheitlich. Der ist unstrukturiert, der ist auch erst relativ spät geschaffen worden. Früher fuhren hier Autos, hier war ein Kreisverkehr. Und ich glaube, erst 2012 hat er das heutige Bild bekommen und ist jetzt autofrei. Und hinter mir sieht man, das ist, glaube ich, der Kulturpalast, der noch zu kommunistischen Zeiten gebaut worden ist. Da ist jetzt die Oper drin. Und hier ist eine Moschee. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Sage ich gleich nochmal, wenn ich sie nochmal im Detail zeige. Ja, und dann gibt es noch Grünflächen. Und das Denkmal von dem Herrn Skanderbeg, das ist ein Nationalheld der Albaner, der hier im 14. Jahrhundert mit den Türken und den Venezianern zusammengearbeitet hat, um hier seine Macht zu erhalten. Ja, ich schaue mich jetzt noch ein bisschen um und zeige die Sachen, die es hier so gibt, nochmal im Detail. Das ist die Bet-em-Ey-Moschee. Die ist um 1820 fertiggestellt worden, der Uhrturm dahinter ein bisschen später. Und hier haben wir das Denkmal von dem Herrn Skanderbeg. Und hier sind ein paar Grünflächen, ein paar gepflasterte Flächen, einige Gebäude. Es ist wirklich etwas unstrukturiert, eben weil der Platz vorher gar nicht da war. Das ist der Kulturpalast mit der Oper drin. Ja, hier war früher ein großer Kreisverkehr. Hier treffen ja alle Straßen, die aus allen Richtungen der Stadt kommen, zusammen.
Und dann konnte man aber das Zentrum des Platzes nicht erreichen, weil der Verkehr halt hier herumtobte. Und dann haben verschiedene Bürgermeister hintereinander versucht, den Platz ein bisschen umzugestalten. Und der letzte Umgestaltungsversuch ist dann 2012 geendet. Und da ist dann der Verkehr vom Platz verbannt worden. Architektonisch hat Tirana jetzt, glaube ich, nicht so viel zu bieten. Ich habe gerade mal versucht, Sehenswürdigkeiten herauszufinden, aber es gibt nicht so viele. Das meiste dreht sich alles um den Skanderbeg-Platz, der eben das Zentrum der Stadt ist. Tirana ist erst relativ spät als Hauptstadt auserkoren worden. Und es gibt aber noch Gebäude wohl im balkanischen Stil. Viel aus der Zwischenkriegszeit, als die Italiener Albanien okkupiert hatten. Und das ist dann eben so der faschistische Stil, im Neoklassizismus. Ja, und dann eben aus der kommunistischen Zeit viele Plattenbauten. Ja, und jetzt noch relativ neue Gebäude, also Hochhäuser, aber die werden jetzt gerade erst gebaut eigentlich. Hier sind noch viele Gerüste um die Hochhäuser rum, also jetzt kommt so langsam anscheinend das Geld hier in die Stadt. Ich bin hier gerade an der Pyramide von Tirana. Das ist das ehemalige Enver Hoxha Museum, das von seiner Tochter entworfen ist. Aber das wird wohl gerade neu gebaut oder umgebaut, ich weiß es nicht, oder ein ganz neues Gebäude draus gemacht. Hier kann man die Pyramide noch mal besser sehen, aber sie ist leider nur noch der Rohbau da. Enver Hoxha war, glaube ich, von 1945 bis zu seinem Tod 1985 Vorsitzender des ZK der Kommunistischen Partei von Albanien. Ja, und er hat Albanien sehr geprägt. Das hier ist der Prachtboulevard von Tirana. Ich kann den Namen aber leider nicht aussprechen. Jedenfalls fließt in der Mitte die Lana. Aber Moment mal, sind das hier Geranien? Ich dachte, die gäbe es nur in den Alpen. Ich muss sagen, hier gefällt es mir richtig gut mit den schönen Bäumen und dem Fluss. Und hier kann man sich vorstellen, wie hier abends die Leute flanieren. Ich muss sagen, ich war ein bisschen geschockt, als ich mit dem Fahrrad hier in die Stadt reinkam. Ich habe mir gedacht, mein Gott, was wird das nur? Aber je länger ich hier rumspaziere und durch diese Geschäftsviertel gehe, desto besser gefällt es mir. Es ist eine sehr laute und quirlige Stadt, aber ich finde, die hat was. Ich bin zurück auf dem Skanderbeg-Platz, hier vor dem Denkmal vom Skanderbeg. Und hier möchte ich jetzt auch das Video für heute beenden. Es war ein sehr ereignisreicher Tag und ich bin aber sehr froh, dass ich noch hier in die Stadt gefahren bin und sie nicht umfahren habe. Es hat sich wirklich gelohnt. Und morgen geht es dann weiter in Richtung Süden. Allerdings muss ich erst wieder ein Stück nach Norden, um dann nach Süden abbiegen zu können, weil da über die Berge gibt es keine Straßen. Ja, und wenn du wissen willst, wie weit ich morgen komme, dann abonniere jetzt den Kanal und schalte auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, ich kam, ich sah, ich filmte. Tschüss!